Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. In einem der letzten Videos hatten wir ja mit der Gilde Celtic, ja, meiner Main-Gilde, wo ich hier drin spiele, so ein bisschen die Raid-Thematik thematisiert und hatten uns mal wieder einen Raid gestellt. Erfolgreich haben wir den besiegen können und ich hatte ja auch gesagt daraufhin, dass wir dann auch noch weitere Raids geplant haben, um dort auch mal ein bisschen voranzukommen als Gilde, und das haben wir auch gemacht und die wollen wir uns heute auch gemeinsam im Video anschauen. Wir haben 2 Raids, die wir uns beide anschauen können, und da bin ich sehr gespannt drauf. Natürlich kann man jetzt daran anhand dessen sehen, dass wir zumindest ein Jahr schon mal gewonnen haben müssen, denn wir haben jetzt hier 2 verschiedene Raids. Und wir fangen mal an mit dem Streichel-Zoo des Todes. Ja, den haben wir natürlich logischerweise gewonnen, weil wir natürlich dann danach noch einen zweiten Raid angefangen haben. Also wir haben uns jetzt die Tage an 3 verschiedenen Raids jetzt gestellt und wir gucken einfach mal, wie weit wir da jetzt gekommen sind. Jetzt speziell auch bei dem nächsten Raid interessiert mich das auch sehr. Ich habe mich wie immer natürlich vorher nicht nochmal spoilern lassen. Ich habe nicht in Gildenchat geschaut oder in die Gildenbeschreibung, wie viele Raids wir mittlerweile besiegt haben, ne? Und deswegen lasse ich das jetzt mal einfach so komplett random auf mich zukommen und wir schauen uns mal an, was wir hier so geleistet haben. Ja, Killer Plauzo, schöne Grüße an der Stelle hier, mein Kumpane in der Ehrenhalle, der mich immer versucht auf Platz 1 zu pushen, so gut es geht. Ja, schöne Grüße an der Stelle. Und oha, wir wurden hier richtig krank weggekrittet auf jeden Fall von dem niedlichen Katzenbaby. Ja, so, jetzt haben wir noch den Stiefelkotzer hier am Start, der jetzt ja auch nochmal kurz in den Stiefel reinkotzt hier und vielleicht das Katzenbaby schon gut malträtiert. Gut, lassen wir das sein an der Stelle mit den Fachbegriffen hier. Auf jeden Fall haben wir den Raid erfolgreich besiegen können. Ja, wie gesagt, das war ja schon klar. Und dann haben wir als nächstes den gepanzerten Drachen. Ja, und da bin ich auch mal sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, das sind so eine Late-Game-Raids, wo wirklich sehr, sehr starke Gilden eigentlich fast nur ausschließlich eine Chance geben haben. Und dafür, dass die halt eben jetzt nicht so viel XP bringen und die aber so schwer sind, ist das eigentlich nur so gefühlt irgendwie, also alles so Up-Rate 100 bis 150. Das ist so eine Range, wo ich sagen muss, okay, es ist als Gilde zwar cool, dass man sich dann noch so ein bisschen die Zähne ausbeißen kann und ein bisschen so Progress machen kann, aber es ist, glaube ich, mehr so Prestige für die Gilde, dass man irgendwann mal alle Raids hat, als dass es wirklich noch einen effektiven Reward für die Gilde gibt dafür. Ich würde es mir wünschen, aber leider ist dem nicht so. Und deswegen lohnt es sich halt fast gar nicht, hier großartig die Raids zu machen. Ihr seht ja, was das an XP bringt. Das ist wirklich nicht die Welt. Und deswegen sind diese 50 Ebenen jetzt auch wirklich nicht unbedingt zwingend notwendig, dass man die machen muss. Deswegen sage ich, ist es wirklich mehr so für die Gilde so an sich, so prestigemäßig, dass wir da die Dinge haben. Aber ja, notwendig ist es nicht. So, der gepanzerte Drache. Ich glaube, das Ding ist erstmal wieder, das ist erstmal wieder GG an der Stelle. Allerdings muss man dazu sagen, beim Raid davor haben sich 49 gemeldet, hier haben sich jetzt nur 47 gemeldet. 50 Leute haben wir. Ja, deswegen hier haben leider nicht ganz alle mitgemacht. Wäre dann vielleicht nochmal ein bisschen anders ausgegangen, die ganze Nummer hier. Aber es sieht momentan danach aus, als ob wir diesen Gegner nicht besiegen werden. Und der uns ziemlich zu tun gibt hier auf jeden Fall. Jetzt sind wir schon bei Seth, letzter aus der Gilde hier. Ja, und dann war es das gewesen. Krass. Ja, also den haben wir schon wiederum nicht mehr schlagen können. Und wenn wir jetzt mal auf die Gilde gucken, sind wir bei 122 jetzt erfolgreich abgeschlossenen Raids. Also der danach, der ging noch. Und der jetzige, wo wir uns jetzt dran die Zähne ausgebissen haben, ja, der geht dann wahrscheinlich zu einem etwas späteren Zeitpunkt erst wieder.
Was natürlich sehr schade ist. Ja, aber was willst du machen, ne? Da müssen wir uns jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen verbessern. So, jetzt haben wir noch hier einen Kampf gegen Slicer. Hier haben wir einen Kampf, den wir auf jeden Fall, einen Gildenkampf, den wir hier halt gewinnen können oder gewinnen werden. Und dann sehen wir auch nochmal, ja, was man hier an XP bekommt durch den Gildensieg. Und das sind halt hier ja auch knapp 2 Millionen XP, die wir jetzt hier durch ja, das Besiegen der Gilde bekommen haben. Also es kommt hier fast aufs selbe hinaus, ne? Beziehungsweise es ist dasselbe, als wenn wir einen Angriff machen würden, nur unter den Umständen, dass wenn wir Slicer angreifen oder eine andere Gilde darunter, dass wir einen garantierten Sieg haben. Das heißt, wir haben garantierte XP-Punkte, die wir für den Tag denn mitnehmen können. Und wenn wir jetzt uns an einen Raid versuchen, dann haben wir zwar auch die gleichen XP-Punkte, die wir abstauben können, aber der Sieg ist nicht garantiert, wie man jetzt gesehen hat. Und deswegen gehen viele Gilden lieber auf Nummer sicher und greifen dann halt eben Gilden an, die ein safer Sieg sind, um halt eben die XP pro Tag auch zweimal mitnehmen zu können, ne? Als lieber auf Risiko einen Raid zu versuchen, der das gleiche gibt wie ein gewonnener Gildenkampf. Und da hat man aber ein viel, viel höheres Risiko, halt eben die XP pro Tag nicht mitzunehmen. Jetzt haben wir es versucht, jetzt ist es gescheitert halt eben. Wir wissen, wo wir stehen und werden das wahrscheinlich dann in ein paar Monaten vielleicht mal wieder so versuchen, ne? Übrigens, ja, habe ich auch nochmal den Tipp bekommen von Matze, dass man jetzt ja auch in der eHof, das hatte ich ganz vergessen gehabt im Video letztens, dass man jetzt ja auch einfach in der eHof gucken kann, wo die Gilden halt eben so stehen mit ihren Raids, ne? Und das ist halt eben, ja, da brauche ich nicht extra auf den Server gehen oder so. Da sieht man dann direkt, okay, krass, die Endgegner Alpha, die sind hier schon zum Beispiel bei 130 Raids jetzt angelangt hier, ne? Also ja, hier kann man das ganz easy dann auch sehen. Rising Phoenix, wo ja mein Battlemage drin spielt, der hat 123 Raids schon, ne? Also da sind wir tatsächlich schon weiter als bei Celtic hier auf dem Server. Die Gilde ist auch generell ein bisschen stärker, würde ich sagen, als Celtic so, beziehungsweise aktiver. Oder was heißt aktiver? Was haben wir? Wir haben 641 hier im Durchschnitt. Das wird jetzt Rising Phoenix, na doch, boah, krass. Die haben ja auch schon 643 jetzt mittlerweile. Hier auf meinem Battlematch habe ich übrigens heute die 666 erreicht, ja. Und ja, also die Gilde ist hier natürlich auch seitdem Merch extrem krank nach vorne gepusht, so, ne? Also hier sind wir tatsächlich sogar noch ein Stückchen weiter als auf meinen Main, was so die Raids anbelangt, aber ja, im Prinzip kann man halt hier schön in der eHof gucken, wo die Gilden jetzt hier gerade so raid-technisch stehen, ne? Deswegen, ja, da haben wir auf jeden Fall noch einen weiten Weg vor uns, aber da geben wir natürlich weiterhin noch unser Bestes, ne? Ja, falls wir wieder ein Raid versuchen sollten hier, dann werde ich euch das zeigen, weil ich finde es schon ganz spannend. Es ist ja schon immer mal so ein bisschen was Besonderes. Auch wenn wir es vielleicht auf dem Server mal hier so versuchen sollten mit einem Raid, wäre es vielleicht mal auch ganz interessant. Denn hier sind wir ja, wie gesagt, ja schon ein bisschen weiter. Die habe ich mir jetzt allerdings leider nicht gespeichert, die Raids, großartig. Weswegen ich die euch leider nicht zeigen kann. Aber ja, mein Battlemage ist ja mittlerweile auch schon ziemlich stark geworden. Vielleicht machen wir da in Zukunft jetzt auch nochmal bald wieder ein Video drüber. Was ganz cool ist, mittlerweile ist ja auch beim Kampfmager hier die neue Klasse beim Arkan Komet hinzugefügt worden, und zwar ist das der Paladin. Weil der Paladin prozentual ja auch nochmal mehr Leben hat, macht der Feuerball bzw. der Arkane Komet nochmal deutlich mehr Schaden als gegen zum Beispiel Krieger und so, ne? Krieger, Battlemage, Druiden, was ja vorher so der Top-Damage war, ne? Nur wird das Ding halt sein, dass mein Paladin ja höchstwahrscheinlich eher weniger mal irgendwann so viel Damage machen wird an irgendeinem Paladin, es sei denn, hier kommt ein richtig krasser Aufholer, der mal irgendwann so ansatzweise diese Werte erreichen wird, dass wir bis zu 33% des Lebens damit abziehen können. Aber das wird erstmal noch ein bisschen dauern, ne? Aber ich würde schon ganz gerne mal einen Paladin so einen auf die Mütze geben, so, ne? Weil, wie gesagt, wenn wir jetzt hier einen Paladin, ich weiß nicht,
Gibt es hier einen Paladin, der Paladin heißt? Zufälligerweise? Ja, perfekt. Also, wenn wir jetzt hier halt eben den Arkanen Komet raufscheppern, ne, dann, ja, machen wir halt eben prozentual gesehen nur 5000 noch was irgendwie Damage, weil es halt nur maximal bis zu 33% Leben runtergeht, ne? Aber, ja, das wäre auf jeden Fall mal ganz witzig zu sehen, wie der Arkane Komet da richtig schön reinscheppert. Ja, wird aber wie gesagt noch ein bisschen dauern bis dahin. Ne? Ja, ansonsten soll es erstmal soweit für die heutige Folge gewesen sein. 2 Raid-Versuche haben wir gesehen und war auf jeden Fall mal wieder relativ spannend zu beobachten. Mal gucken, wie gesagt, wird wahrscheinlich das lange dauern bis zum nächsten Mal. Und ja, ansonsten war es das soweit. Wenn es euch gefallen hat, auch mal so ein bisschen die Raids mal wieder zu begutachten, dann lasst es mich sehr gerne wissen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.